Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um ein Gadget, was uns vor Gefahrenstellen und Blitzern warnt. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Ich hatte euch vor ein paar Monaten mal die Blitzer.de App vorgestellt und wie man die einrichtet und benutzt. Video verlinke ich euch hier oben in dieser Infokarte. Die Blitzer.de App kann man natürlich benutzen. Sie funktioniert auch sehr, sehr gut. Bei dem einen oder anderen kann es zu Kompatibilitätsproblemen kommen, dass die App vielleicht nicht automatisch startet oder sonst sich irgendwie komisch verhält. Habe ich zumindest mal von dem einen oder anderen Benutzer, der das Ganze mal nachgemacht hat, mitbekommen. Natürlich wird auch diese App weiterentwickelt. Also auch da ist natürlich immer wieder mal ein Update notwendig, beziehungsweise man sollte das Update durchführen, um diese Probleme halt in den Griff zu bekommen. Der Hersteller arbeitet ja auch permanent an dieser App. Aber ja, wir wollen jetzt nicht über die App sprechen, sondern über ein Gadget, was uns das Ganze nochmal komfortabler macht und noch mehr Funktionen hat. Und hier gibt es den Hersteller Ono mit dem sogenannten Co-Driver. Der hat dieses Gadget entwickelt, um das ein oder andere Problem zu lösen. Und ich sage euch jetzt oder zeige euch das Gadget und welche Vorteile dieses Gadget mit sich bringt. Wie immer, das Gadget verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Was kann das Gadget? Oder was ist das Gadget? Das Gadget kommt in eine Verpackung und sieht so aus. Ganz klein. Ich hole das Ganze mal raus. Nachdem wir es rausgenommen haben, ist es automatisch aktiv. Dieses Signal, was ihr jetzt gehört habt, deutet an, dass sich das Gerät mit meinem Smartphone verbunden hat und im Prinzip einsatzbereit ist. Wie ihr gesehen habt, das hat jetzt 3 bis 5 Sekunden gedauert und schon wurde die Verbindung hergestellt. Und was kann jetzt dieses Gadget jetzt mehr oder besser als die Blitzer.de App? Bevor ich dazu komme, fangen wir doch zuerst mal mit der Einrichtung des Gadgets an. Die ist ganz, ganz einfach. Wir laden uns nämlich zuerst mal die Ono App aus dem jeweiligen Store runter. Für Android oder iOS geht ihr also in euren Store rein und ladet euch die Ono App runter. Ist diese App runtergeladen, richten wir das Ganze ein, beziehungsweise registrieren wir uns. Und das zeige ich euch jetzt ganz schnell im Schnelldurchlauf. Ist diese App eingerichtet, verbinden wir uns jetzt mit der App und dem Gadget. Das Ganze zeige ich euch jetzt auch mal ganz kurz. Ist das Gadget eingerichtet und haben wir alle Einstellungen getätigt, also alle Zugriffsrechte gegeben, sowie auch eingestellt, dass die App nicht in den Standby-Modus vom Handy automatisch geschickt wird. Das soll ja alles im Hintergrund schön laufen. Können wir uns auch mal anschauen, welche Einstellungsmöglichkeiten wir haben. Wir können also in der App uns einstellen, ob er uns vor Blitzern warnen soll, uns vor Gefahrenstellen warnen soll. Wir können einstellen, wie weit im Voraus uns das Gadget warnen soll vor Gefahrenstellen oder Blitzer, also in entweder Metern oder in Sekunden. Wir können einstellen, ob uns nur dieses Gadget warnen soll oder aber auch das Handy akustisch warnen soll. Wir können auch die Lautstärke variieren vom Gadget und vom Handy. Und zu guter Letzt können wir einstellen, ob diese Status-LED, die hier immer wieder mal aufblinkt, ob diese aktiv sein soll oder nicht. Kommen wir dann gerade zu dieser Einstellung. Das Ganze kann man natürlich so lassen, wie es voreingestellt ist, also alles aktiv. Man kann natürlich auch diese Status-LED, die immer wieder mal hier aufblinkt, ausschalten. Das dient natürlich auch ein wenig der Batterielaufzeit. Hier ist eine Batterie verbaut, eine Knopfzelle ist hier verbaut und diese hält ein Jahr lang bei normaler Nutzung. Danach kann man sie ganz normal austauschen, Gerät also aufmachen, Knopfzelle austauschen und dann hält das Ding wieder ein Jahr lang. Ja, nachdem wir es also eingerichtet haben und wir auch in dem Einrichtungsvideo gesehen haben, wie das Gadget zu benutzen ist, nämlich einmal draufdrücken, melden wir einen Blitzer,
zweimal draufdrücken, melden wir eine Gefahrenstelle. Das ist natürlich viel komfortabler, als während der Fahrt das Handy rauszunehmen, zu entsperren und dann entsprechend einen Blitzer oder eine Gefahrenstelle zu melden. Ist natürlich auch während der Fahrt verboten, darf man nicht machen. Hier viel komfortabler. Man montiert dieses Gadget einfach ins Feld, wo man sehr, sehr gut hinkommt. Und ich habe das Ganze jetzt hier vorne mir unter das Display mittig montiert. Da hängt das Gadget jetzt und es ist einsatzbereit. Wie ihr schon gesehen habt, beim Rausnehmen innerhalb von weniger Sekunden wird das Gadget mit dem Handy verbunden. Ich habe das jetzt mehrfach getestet. Das funktioniert wunderbar. Innerhalb von 5, maximal 10 Sekunden wurde das Gadget mit dem Handy verbunden. Beim Handy müsst ihr nichts machen. Auch wenn ihr das Handy neu startet, die App startet automatisch im Hintergrund. Ihr müsst euch also um nichts kümmern. Ihr steigt ins Auto und das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Handy. Das Ganze funktioniert natürlich nur so gut und die Batterie hält natürlich nur so lange durch, weil da natürlich ein cleveres System dahinter steckt. Habe ich das Ganze jetzt also auf meinem Parkplatz geparkt, mein Auto, und möchte es jetzt einfach mal testen, was ist, wenn ich ins Auto einsteige, wie lange braucht es, um sich zu verbinden, passiert nichts. Das Gerät geht nämlich in einen tiefen Standby-Modus und es verbindet sich mit dem Handy nicht. Erst wenn ich losfahre, also es eine minimale Erschütterung gibt, da gibt es nämlich einen G-Sensor drin, wacht dieses Gadget aus dem tiefen Standby auf und verbindet sich dann innerhalb weniger Sekunden mit dem Auto. Das kleine Schütteln, also das Anmachen des Motors, die Motorvibrationen, wecken somit dieses Gerät auf und ansonsten wird es nach der ersten Kurve oder nach dem ersten Bürgersteig spätestens dann aufgeweckt und dann wird die Verbindung hergestellt. Somit clever mitgedacht, Batterie hält somit sehr, sehr lange und die Verbindung wird super schnell aufgebaut. Gut, jetzt haben wir ja über das Gerät gesprochen, wie es bedient wird, wie es eingerichtet wird. Welche Vorteile hat das Gerät denn noch, außer dass ich jetzt während der Fahrt hier auf das Knöpfchen drücken kann. Ich werde natürlich also akustisch durch einen ganz speziellen Ton gewarnt. Ich werde visuell gewarnt durch die LED, dass da eine Gefahrenstelle ist oder ein Blitzer. Aber, und das ist auch das ganz Wichtige, ich habe den Hersteller angeschrieben und gefragt, wo bekommt ihr denn eure Daten her? Also Daten bekommen die aus diversen Apps. Unter anderem ist die Hauptquelle natürlich blitzer.de, aber auch die eigene Community. Also jeder, der dieses Gerät benutzt, meldet Blitzer und Gefahrenstelle und macht sie somit für andere zugänglich. Wir schauen uns jetzt einfach mal an und vergleichen den aktuellen Stand zwischen blitzer.de und der Ono-App. Dort sehen wir nämlich auch die Gefahrenstellen und Blitzer und schauen uns mal an, wo ist jetzt genau der Unterschied. Wie wir jetzt gesehen haben, bei dem Vergleich der einzelnen Apps in der Ono-App waren viel mehr Daten hinterlegt als in der Blitzer-App. Man muss sagen, die Ono-App zeigt einen Umkreis von 10 Kilometern an. Dort waren schon sehr, sehr viele Daten drin. Und in der Blitzer.de-App war ein Umkreis von 50 Kilometern und es waren weniger Daten hinterlegt, vor allem die mobilen Blitzer. Es sind natürlich Live-Daten, kann sich jederzeit ändern, aber das zeigt schon mal, dass die Ono-App mehr Quellen hat, aus der sie das Ganze rauszieht, viel mehr Informationen dann halt dem Fahrer gibt. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie man das Gadget einrichtet, wie man es bedient. Sehr, sehr simpel, sehr einfach. Und das Ganze funktioniert natürlich nur in Kombination zwischen Gadget und Smartphone, aber das Ganze verbindet sich ja automatisch. Also Smartphone kann ruhig in der Hosentasche bleiben, ins Auto einsteigen, losfahren und fertig. Das Gadget soll uns ja jetzt vor Gefahren und vor Blitzer warnen. Schauen wir uns jetzt mal zum Schluss an, wie das Ganze denn im realen Betrieb aussieht. Ich suche jetzt mal einfach in der App eine Gefahrenstelle und oder einen Blitzer, je nachdem, was jetzt hier in der Nähe ist, und werde nun zu Testzwecken natürlich alles einschalten und euch zeigen, was der Unterschied ist oder wie das Ganze signalisiert wird zwischen dem Gadget und der blitzer.de App, damit ihr einfach mal einen Vergleich habt und seht, wie das Ganze denn funktioniert. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!